Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Wahrer Weser Podcast. Heute fällt es mir schwer, die passenden Worte für den Einstieg zu finden. Das hat zu tun mit Erlebnissen, die ich im Umgang mit Angehörigen der alternativen Szene hatte. Also derjenigen, die im Hauptstrom des gesellschaftlichen Diskurses bisweilen als Verschwörungstheoretiker oder Rechtspopulisten bezeichnet werden. Und obschon mir die psychologische Dynamik, die diese Erlebnisse bedingt, vollumfänglich bekannt ist, ist es so, dass es mich dennoch so betroffen macht, dass es mir momentan sehr schwer fällt, einen neutralen Beobachterstandpunkt einzunehmen. Ich habe vor diesem Hintergrund beschlossen, gerade darüber zu sprechen, da dies möglicherweise zu meiner Entspannung beitragen könnte. Es soll heute gehen um die Frage, ob die alternativen Medien die Wahrheit sagen und im Zusammenhang damit um die Frage, ob es wirklich so etwas wie eine Weltverschwörung gibt, eine kleine Elite, die die Geschicke der Menschheit und die Entwicklung des Weltgeschehens steuert. Dieses Thema ist im gesellschaftlichen Diskurs hochgradig emotional aufgeladen. Im weiteren Verlauf dieser Ausgabe solltest du eine Idee davon bekommen, wodurch diese Aufladung bedingt ist. Vor allem wird sich herausstellen, dass die beiden verfeindeten Lager, sprich also der sogenannte Mainstream auf der einen und die sogenannten Verschwörungstheoretiker auf der anderen Seite, durch eine grundlegende Gemeinsamkeit betreffend ihr unbewusstes Weltbild miteinander verbunden sind. Während die Vorstellung, dass eine kleine geheime Elite im Hintergrund das Weltgeschehen lenkt, in konventionellen Nachrichten- und Informationsmedien als Spinnerei und wirklichkeitsfremdes Hirngespinst abgetan wird, verhält es sich gleichzeitig so, dass die sogenannten alternativen Medien ihre Berichterstattung gerade auf diesem Paradigma aufbauen. Das heißt, den alternativen Medien liegt hintergründig die Prämisse zugrunde, dass das gesamte Geschehen der Weltgeschichte und der Tagespolitik das Resultat des Planens und Wirkens eines verhältnismäßig kleinen Kreises an elitären Verschwörern sei. Und nun dreht sich die Berichterstattung dieser alternativen Medien in erster Linie darum, das Planen und Wirken dieser vermeintlichen Verschwörer aufzudecken und ans Licht zu bringen. Und dies wiederum ist verbunden mit der Idee, dass wenn also eine kritische Masse an Individuen von diesen vermeintlichen Machenschaften Kenntnis erlangt, diese nicht mehr fortgeführt werden könnten. Dadurch soll in keiner Weise die Arbeit der alternativen Medien pauschal abgewertet werden. Auch dort wird zum Teil exzellente Recherchearbeit geleistet und der Blick auf das Weltgeschehen durch neuartige Betrachtungsweisen bereichert. Es geht um die Frage, wie und vor allem aus welchem Beweggrund das dort entwickelte Wissen genutzt wird. Nutzt du es, um deinen Blick auf dein eigenes individuelles Leben zu erweitern? Oder missbrauchst du es vielleicht unbewusst dazu, dich selber von deinen eigenen individuellen Problemfeldern abzulenken, mit dem Finger auf andere zu zeigen und vor dir selber zu rechtfertigen, warum du dich in deinem eigenen Leben nicht weiterentwickelst? Sei dazu eingeladen, dies für dich in deinem eigenen Leben zu überprüfen. Also es gibt da diesen Kreis von alternativen Berichterstattern, die ihre Arbeit darauf konzentrieren, diese vermeintlich konspirativen Machenschaften aufzudecken. Und in diesem Kreis steht gegenüber ein Publikum, welches durch Verbreitung dieser Informationen glaubt, seinerseits wiederum die Entwicklung des Weltgeschehens beeinflussen zu können. Dieses besagte Publikum bezeichnet sich selbst als aufgeklärt und erwacht und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die übrigen, welche bisweilen als Schlafschafe oder Ignorante bezeichnet werden, aufzuwecken. Konventionelle, staatsnahe Medien im weitesten Sinne sehen diese so bezeichneten Verschwörungstheoretiker als eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung und das gesamte Wertefundament der europäischen Kultur. Die sogenannten Verschwörungstheoretiker wiederum sehen sich als andersdenkende Minderheit,
welche im Interesse der vermeintlichen konspirativen Eliten verfolgt und unterdrückt würde. Nun, das Ganze macht mich so betroffen, weil ich selber jahrelang zu diesem Kreis der sogenannten Verschwörungstheoretiker gehört habe und in dieser Zeit mit großer Vehemenz versucht habe, meine Mitmenschen davon zu überzeugen, dass das gesamte Geschehen um uns herum das Ergebnis des Wirkens einer bösartigen Elite sei, die einen mehr oder minder geheimen Plan verfolgt. Und ich habe in dieser Zeit selber geglaubt, dass ich den anderen, was meine Bewusstseinsentwicklung angeht, irgendwie überlegen sei und voraus sei. Und ich habe selber die Welt eingeteilt, im Wesentlichen in 3 Gruppen. Die einen sind die Verschwörer, die die Weltgeschicke gemäß ihres bösartigen Plans lenken. Die anderen sind die gefolgsamen Schlafschafe, die breite Masse, die durch ihre Passivität und Naivität die Umsetzung dieses Plans begünstigt. Und dann ist da eben noch diese kleine Minderheit an Andersdenkenden, die aufgewacht sind und diesen Plan erkannt haben und deren Aufgabe nun darin besteht, die Menschheit zu befreien, indem sie diesen Plan ans Licht bringen und ihre Mitmenschen entsprechend aufwecken. In Gesprächen mit Mitmenschen habe ich, was mir übrigens erst sehr viel später bewusst geworden ist, zunächst einmal geprüft, in welche der 2 letzteren Gruppen mein Gegenüber einzuordnen ist. Und wenn derjenige oder diejenige eben nicht zu der Gruppe der Erwachten gehört, dann muss es eben so sein, dass derjenige verirrte Ansichten hat und ich ihm nun durch die Mitteilung von Informationen aufwecken müsse und das auch könne. Ich habe damals einen wesentlichen Teil meiner Lebenszeit damit verbracht, irgendwelche Informationen zu recherchieren, die zum einen belegen sollen, dass das Weltgeschehen auf die besagte Weise durch einen bestimmten elitären Kreis kontrolliert wird und die beleuchten, worin dieser Plan besteht und welche Absichten und welche Beweggründe dahinter stecken. Ich habe damals geglaubt, dass ich damit einen werthaltigen Beitrag zum Kampf für eine bessere Welt und eine bessere Gesellschaft leisten würde. In meinem Weltbild war es so, dass ich und meinesgleichen Recht hatten und die anderen eben entsprechend Unrecht. Mir war damals nicht bewusst, dass meine Auswahl an Informationen wie auch meine Ausdeutung und Einordnung derselbigen durch Wahrnehmungsfilter meinerseits geformt war. In meinem Weltbild stellte es sich so dar, dass ich sozusagen die nackte und reine Wahrheit erkenne und verbreite. Hinzu kam, dass ich aufgrund meines Talentes dafür, mir Informationen zu merken, zu verknüpfen und diese sprachlich sehr präzise darzustellen, meine Fähigkeit, geschlossen, strukturiert und logisch zu argumentieren, mir dazu verhalf, in etwaigen Diskussionen am Ende immer als Gewinner dazustehen. Dies bestärkte in mir die Vorstellung, dass ich ja im Recht sein müsse. Bemerkenswerterweise hatte sich jedoch meine ideologische Ausrichtung immer wieder geändert, zum Teil sogar diametral. Und erst sehr viel später fiel mir auf, dass ich unabhängig von meiner jeweils aktuellen ideologischen Ausrichtung mein Gegenüber sozusagen an die Wand zu argumentieren vermochte. Folgerichtig wurde mir an irgendeinem Punkt klar, dass ein siegreiches Hervorgehen aus verbalen Auseinandersetzungen keineswegs ein Indiz dafür ist, dass ich auch tatsächlich im Recht bin. Mittlerweile ist mir schmerzhafterweise klar geworden, dass ich durch meine damalige Einteilung der Welt mir den Zugang zu werthaltigen Impulsen und Ideen selber verbaut habe. Zu Impulsen, die mich, was meine eigene Entwicklung in meinem individuellen Leben betrifft, wirklich hätten weiterbringen können. Mir ist viele Jahre später erst klar geworden, dass ich mit meiner damaligen Engstirnigkeit und Borniertheit, welche ich irrtümlicherweise für Offenheit und Weitblick hielt, nicht gesehen habe, was meine Gesprächspartner wirklich bewegt und dass ihre Sichtweisen zur Erweiterung meiner Perspektive und meines Bewusstseins beitragen könnten. Dies wird mir nun umso schmerzhafter klar, da ich entsprechende Auseinandersetzungen in jüngerer Zeit aus der entgegengesetzten Position erfahren habe.
In Reaktion auf die vergangenen Ausgaben dieses Podcasts sowie auf unsere schriftlichen Beiträge ist uns eine Vielzahl an Verweisen auf Materialien zugeschickt worden, die belegen sollen, dass das Weltgeschehen insgesamt und bestimmte politisch-gesellschaftliche Ereignisse und Vorgänge insbesondere der Planung und Wirkung bestimmter elitärer Kreise folgen würden. Uns ist in diesem Zusammenhang unterstellt worden, dass wir aus Angst vor Konfrontation mit den vermeintlichen Tatsachen diese Evidenz ignorieren würden. Interessanterweise ist mir dies insbesondere und vor allem von langjährigen Bekannten vorgeworfen worden, denen an sich bekannt sein müsste, dass mir wiederum die besagten Materialien bekannt sind. Es scheint mir so, dass hier die vorhin bereits erwähnte Einteilung in Freund und Feind aktiviert wurde. Und wenn wir uns eben nicht auf Seiten der sogenannten Verschwörungstheoretiker positionieren, daraus eben entsprechend folgen würde, dass wir nunmehr zu der Seite der Ignoranten übergelaufen seien. Die Möglichkeit, dass hier jemand die Welt und das Leben aus einer gänzlich anderen Warte betrachten könnte, die weder auf der Seite des Mainstreams noch auf der Seite der Verschwörungstheoretiker verortet ist und auch nicht irgendwo dazwischen, sondern gänzlich jenseits dieser beiden Positionen, scheint die Vorstellungskraft der besagten Individuen zu übersteigen. Das ist an sich, wenn sich jemand für erwacht und aufgeklärt hält, auch nicht allzu überraschend. Ich habe es zu meiner entsprechenden Zeit ja ebenfalls nicht für möglich gehalten, dass es Menschen geben könnte, die weder in die eine noch in die andere Schublade passen. Erst viel später wurde mir klar, dass ich bestimmte Quellen und Informationen durch die Brille eines bestimmten Weltbilds betrachtet hatte. Dass meine Interpretation und Einordnung dieser Information durch ein bestimmtes Weltbild geformt war. Es spielt in diesem Zusammenhang auch keine Rolle, um welche Quellen, Materialien und sonstige Informationen es sich hier im Einzelnen handelt. Wenn sich nämlich zeigt, dass dieses Weltbild aus prinzipiellen Gründen nicht die Wirklichkeit abzubilden vermag, erübrigt sich jedwede Notwendigkeit, sich zumindest unter diesem Gesichtspunkt die besagten Materialien anzusehen. Das bedeutet nicht, dass die besagten Materialien dann in Gänze als Fälschung oder als wertlos entlarvt wären, sondern lediglich, dass sie irrtümlich interpretiert wurden. Dies impliziert auch nicht, dass es keine Individuen oder Gruppen gibt, die von sich selber glauben, dass sie in der Lage seien, das Weltgeschehen zu lenken. Die Tatsache, dass jemand so etwas von sich glaubt, impliziert jedoch keineswegs, dass er das auch tatsächlich kann. Die Tatsache, dass jemand einen Plan hat und im weiteren Verlauf das, was in diesem Plan vorgesehen war, auch tatsächlich eintritt, impliziert ebenso wenig, dass das Eintreten irgendwas mit der Planung und der Lenkung seitens des Planenden zu tun hätte. Ich könnte jetzt zum Beispiel den Plan aufstellen, dass heute Nacht der Mond und morgen früh die Sonne aufgeht und diesen Plan niederschreiben. Und dann wirst du heute Nacht feststellen, dass der Mond aufgeht und morgen früh entsprechend, dass die Sonne aufgeht. Aber du würdest nicht auf die Idee kommen, dass der Mond bzw. die Sonne aufgegangen ist, weil ich das so geplant habe. Es gibt zwischen dem Aufgehen des Mondes bzw. der Sonne auf der einen und meinem Plan und den darin möglicherweise enthaltenen Handlungsschritten auf der anderen Seite keinerlei kausalen Zusammenhang. Die Sonne und der Mond wären genauso gut ohne meinen Plan und meinen damit verbundenen Zutun aufgegangen. Daran würde sich auch nichts ändern, wenn ich mich nach dem Aufgehen der Sonne stolz hinstelle und von mir behaupte, dass die Sonne aufgegangen sei, weil ich das ebenso geplant habe. Wenn du nun also feststellst, dass einem bestimmten gesellschaftlich-politischen Ereignis oder Vorgang ein Plan eines bestimmten elitären Kreises vorausgegangen ist, könnte es genauso gut auch sein, dass dieser Plan die besagte Entwicklung einfach nur zutreffend vorhergesehen hat. Das Ereignis oder der Vorgang jedoch auch ohne den Plan und einem damit verbundenen Zutun seitens des besagten Kreises eingetreten wäre.
Daran ändert sich auch nichts, wenn der besagte Kreis sich das Eintreten des Vorgangs oder Ereignisses im Nachhinein selber zuschreibt. Du könntest jetzt einwenden, dass es Ereignisse und Vorgänge gibt, die durch sogenannte höhere Gewalt bedingt sind und somit durch den Menschen nicht beeinflusst werden können. Andere Vorgänge und Ereignisse hingegen schon. Doch ist das wirklich der Fall? No plan survives the encounter with reality, lautet ein englisches Sprichwort. Kein Plan überlebt die Begegnung mit der Wirklichkeit. Dem Physiker Albert Einstein wird der Ausspruch Planung ersetzt Zufall durch Irrtum zugeschrieben. Wie oft verläuft in deinem Leben irgendetwas so, wie du es geplant hast? Ist es nicht oftmals so, dass du deinen Plan auf dem Weg zu deinem Ziel immer wieder anpassen musst und immer wieder improvisieren musst, um dein Ziel doch zu erreichen? Ist es darüber hinaus nicht oftmals so, dass sich während der Ausführung deiner Pläne die Ziele verändern? Ich lade dich dazu ein, dies in deinem eigenen Leben zu überprüfen. Du magst es vielleicht einwenden, dass du in deinem Leben Situationen erfahren hast, in welchen du den Eindruck hattest, dass alles nach Plan gelaufen sei. Doch war das wirklich der Fall? War es nicht vielmehr so, dass du immer wieder mit unvorhergesehenen Gegebenheiten konfrontiert warst, mit Eventualitäten, die in deinem Plan nicht vorgesehen waren? Kann es sein, dass du dies im Nachhinein verdrängt oder verklärt hast? Kann es sein, dass die Vorstellung, dass du vielleicht nicht in der Lage bist, dein Leben zu beherrschen und zu kontrollieren, Panik in dir auslöst? Sei dazu eingeladen, an dieser Stelle innezuhalten und deine Aufmerksamkeit auf deine Körper- und Gemütsreaktionen zu richten. Wir werden darauf im weiteren Verlauf dieser Ausgabe noch einmal zurückkommen. Nun, was mich betrifft, so muss ich gestehen, dass nicht einmal die Aufzeichnung dieser Podcast-Folge nach Plan verläuft. Und meine diesbezügliche Planung ist nicht einmal besonders detailliert. Ich hatte lediglich eine sehr grobe und abstrakte Vorstellung davon, wie diese Folge verlaufen würde. Doch tatsächlich hat diese Folge in ihrem Verlauf eine gänzlich andere Richtung eingeschlagen, als ich mir ursprünglich gedacht hatte. Vor allem fällt es mir in dieser Ausgabe erheblich schwerer als üblich, die passenden Worte zu finden, weshalb die Aufzeichnung ein Vielfaches der Zeit in Anspruch nimmt, die ich dafür eingeplant hatte. Wie eingangs angesprochen, macht mich die Begegnung mit Angehörigen des verschwörungsaffinen Umfeldes zutiefst betroffen. Ich nehme dieses Umfeld als engstirnig wahr und habe den Eindruck, dass kaum Bereitschaft vorhanden ist, einem Gesprächspartner mit abweichenden Ansichten wirklich aufmerksam zuzuhören und seinen Gedanken zu folgen, sich in ihn hineinzuversetzen und zu erspüren, was ihn wirklich bewegen könnte. Es fühlt sich bisweilen so an, als würde ich mit einem KI-Chatbot interagieren. Und zwar mit einem besonders primitiven KI-Chatbot der Art des historischen Computerprogramms ELIZA, über welches ich in der 2. Folge des Varavesa-Podcast ausführlich gesprochen habe. Ein Programm, welches lediglich in der Lage ist, auf eine vordefinierte Menge an Schlüsselwörtern mit vordefinierten Standardphrasen zu reagieren. Beim Aufzeichnen dieser Zeilen registriere ich in meinem Körper ein ziehendes Gefühl, welches sich von der oberen Bauchgegend bis in die oberen Atemwege erstreckt. Ich merke, wie mein Atem flacher und schneller wird. Wut, Frust und Resignation steigen in mir auf. Es scheint mir, dass es ohnehin keinen Sinn hat, diese Worte aufzuzeichnen, da sie ohnehin nicht verstanden werden. Die Verschwörungstheoretiker werden sich wieder ihre Schlüsselworte herauspicken und mit ihren entsprechenden Standardphrasen reagieren. Da sie sich in Abgrenzung von allen anderen für erwacht und aufgeklärt halten, besteht keine Möglichkeit, dass sie selber erkennen, dass sie einem solch primitiven Reizreaktionsschema folgen.
Eben wie eine besonders primitive Art eines künstliche Intelligenzprogramms oder wie ein konditionierter Hund. Auf den Zusammenhang zwischen KI-Technik und animalischer Kopplung bin ich übrigens in der ersten Folge des Wahrer Podcast ausführlich eingegangen. Aber warum macht mich dies derart betroffen? Es könnte mir doch auch vollkommen gleichgültig sein. Warum ist da in mir dieser Wunsch danach, durch die Angehörigen der besagten Gruppierungen verstanden zu werden? Nun, offenbar habe ich einen Anteil in mir, welcher diese Individuen retten will, ihnen das Leid und die Verirrungen ersparen will, die ich selber durchgemacht habe. Und ein Teil von mir will es nicht wahrhaben, dass diese Individuen derart engstirnig sind, da ich selber einst einer von ihnen war und es mir mittlerweile hochgradig peinlich ist. Es ist mir peinlich und unangenehm, dass ich mich selber so verhalten habe. Und ich habe Angst, dass es Bereiche in meinem Leben geben könnte, in welchen ich mich noch immer so verhalte, und zwar unbewusst und unbemerkt. Zu prüfen wäre für mich in diesem Zusammenhang auch, ob es da nicht vielleicht auch noch einen Teil von mir gibt, welcher Angst hat, dass diese Individuen doch recht haben könnten und ich mich in einem völlig wirklichkeitsfremden Film befinde und mit entsprechender Engstirnigkeit und Borniertheit agiere. Diese möglichen Anteile in mir zu erkennen und zu fühlen, ist der Mehrwert, den ich aus der Begegnung mit diesem Umfeld für meine eigene Entwicklung ziehen kann. Wie du alles, was dir auf deinem Lebensweg begegnet, als Inspiration für deine eigene Weiterentwicklung nutzen kannst, erfährst du in unserem in Kürze erscheinenden Buch sowie in unserem Kurs Grundlagen der Wirklichkeit. Wenn es nicht einmal möglich ist, ein solch überschaubares Projekt wie die Aufzeichnung dieser Podcast-Folge plangemäß durchzuführen, wie soll es dann möglich sein, die Geschicke einer ganzen Gesellschaft zu kontrollieren und zu lenken? An der Aufzeichnung dieser Podcast-Ausgabe bin nur ich alleine beteiligt. Wie verhält es sich dann bei Vorhaben mit mehreren Beteiligten? Schlimmstenfalls hat jeder der Beteiligten seinen eigenen Plan. Welcher Plan ist denn in einem solchen Fall für den Verlauf des Vorhabens ausschlaggebend? Wenn es nun nicht nur eine, sondern mehrere Gruppen von Verschwörern gäbe, die alle jeweils für sich beanspruchen, die Geschicke der Menschheit gemäß ihres jeweiligen Plans zu steuern und zu lenken, welcher der vielen Pläne wäre in einem solchen Fall ausschlaggebend? Muss überhaupt irgendeiner der vielen Pläne ausschlaggebend sein? Oder kann es nicht auch sein, dass etwas gänzlich anderes geschieht, was keine der beteiligten Gruppierungen erwartet und vorhergesehen hat? Bedenke dabei auch, dass jede einzelne dieser Gruppierungen ihrerseits aus Menschen zusammengesetzt ist, die jeweils wiederum möglicherweise ihren ganz eigenen Plan innerhalb der Gruppe verfolgen. Oder auch einfach nur eine gänzlich eigene Interpretation des Gruppenplans haben und das völlig unbemerkt und unbewusst. Ist dir in deinem Lebensalltag vielleicht schon einmal aufgefallen, wie schwierig es ist, sich auch nur in einer kleinen Gruppe auf ein einheitliches gemeinsames Vorgehen zu einigen? Wie häufig ist es so, dass ein gemeinsames Vorhaben immer wieder durch interne Missverständnisse innerhalb der Gruppe behindert wird? Missverständnisse, die erst im Verlauf des Vorhabens erkennbar werden. Wie oft ist es so, dass zu Beginn eines Vorhabens alle Beteiligten glauben, über dasselbe zu sprechen und sich erst in einer fortgeschrittenen Phase des Vorhabens herausstellt, dass einige der Beteiligten völlig unterschiedliche Interpretationen und Verständnisse des gemeinsamen Plans haben. Wie viele Gruppen mit jeweils eigenen Plänen, von denen du überhaupt gar nichts weißt und vielleicht niemals erfahren wirst, mag es sonst noch so geben? Du magst jetzt vielleicht einwenden, dass die mutmaßlichen Weltenlenker über eine besondere Art der exklusiven Macht verfügen, die keine andere Macht neben sich duldet. Die Alltagserfahrung zeigt, dass selbst in einem solchen hypothetischen Fall Plan und Steuerbarkeit eine Illusion sind.
Eltern etwa haben im Prinzip die uneingeschränkte Macht über ihre Kinder, da das Überleben der Kinder von jenen abhängig ist. Dennoch haben Kinder ihren eigenen Willen, welcher sich glücklicherweise nur scheinbar und dann auch nur begrenzt durch das Wirken der Eltern kontrollieren lässt. Du kannst schlichtweg nicht erzwingen, dass deine Kinder etwas anderes wollen als das, was sie wollen. In einem kleinen Unternehmen etwa hat der Chef im Rahmen des gesetzlich Erlaubten das alleinige Sagen. Er vermag Mitarbeiter zu entlassen oder sie durch sonstige Maßnahmen zu disziplinieren. Dennoch ist es für einen Chef sehr schwierig, bestimmte von ihm gewünschte Verhaltensweisen in seiner Belegschaft durchzusetzen. Vor etlichen Jahren war ich für eine kleine Softwarefirma mit etwa 30 Mitarbeitern und 2 Vorstandsmitgliedern tätig. Da es bei der Kommunikation zwischen den einzelnen Abteilungen immer wieder zu erheblichen Schwierigkeiten gekommen war, hatte der Vorstand einheitliche Abläufe ersonnen und diese für alle Mitarbeiter der Firma verbindlich festgelegt. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Mitarbeiter sich mehrheitlich nicht an diese in einem Prozessheft verordneten Vorschriften hielten. Jahrelang versuchte der Vorstand vergeblich, diese Vorschriften in der Belegschaft der Firma durchzusetzen. Wie konnte das sein, wenn doch der Vorstand die mächtigste und einflussreichste Kraft im Unternehmen darstellt? Ein damaliger Arbeitskollege verließ die Firma, um in die Vorstandsabteilung eines größeren Konzerns zu wechseln. Er hatte ein Konzept zur Umgestaltung der Produktionsweise des Konzerns entwickelt und sich damit erfolgreich beworben. Bei seiner Abschiedsfeier legte er ausführlich dar, mit welchen Strategien er dieses Konzept und durchzusetzen gedenkt. Das verwunderte mich damals Mitte, Ende 20-Jährigen, da ich dachte, wenn er im Vorstand ist, dann kann er das doch einfach so verordnen. Aber offenbar schien das nicht der Fall zu sein. Kann es sein, dass im Leben überhaupt nichts durch rationales, planvolles, zielgerichtetes Handeln gesteuert und kontrolliert werden kann? Kann es sein, dass genau dieser Umstand den Verschwörungstheoretikern wie auch ihren gesellschaftlichen Gegenspielern Angst macht? Kann es sein, dass beide Seiten gerade deshalb so vehement und so verbissen für die Durchsetzung ihrer jeweiligen Ansicht kämpfen? Wenn nicht einmal mächtige Verschwörer im Hintergrund in der Lage sind, die Geschicke der Gesellschaft zu lenken, dann kann das niemand. Die Entwicklung des Weltgeschehens liegt einfach nicht in irgendwessen Hand. Auf Seiten der Gegner der sogenannten Verschwörungstheoretiker stellt sich diese Angst in spiegelbildlicher Form dar. Wenn die Verschwörungstheoretiker nun doch recht haben sollten, dann würde das ja implizieren, dass demokratische Errungenschaften und staatliche Institutionen nicht in der Lage sind, dem gesellschaftlichen Geschehen Herr zu werden. Dass diese Strukturen im Wesentlichen machtlos sind und andere Kräfte im Hintergrund das Geschehen bestimmen. Kann es sein, dass die Angst vor einer Unbeherrschbarkeit der Gesellschaft und des Weltgeschehens dadurch bedingt ist, dass sich alle mehr oder minder unbewusst von dieser abhängig fühlen? Ich möchte dich dazu einladen, in deinem eigenen Leben zu beobachten und zu prüfen, inwieweit auch du dich von der Gesellschaft abhängig fühlst und dein Verhalten entsprechend danach ausrichtest. Doch bist du wirklich von der Gesellschaft abhängig oder glaubst du dies nur? Und ist die Gesellschaft wirklich das Problem oder ist es vielmehr deine Angst davor, dass du außerhalb der Gesellschaft nicht überleben könntest? Ist es wirklich notwendig, irgendetwas am Weltgeschehen und an der Gesellschaft zu verändern, damit du endlich glücklich sein kannst? Oder könnte es sein, dass du dich unbewusst der Gesellschaft unterordnest, anstatt die von ihr angebotenen Möglichkeiten für dich und deine eigene Entwicklung zu nutzen? Was wäre, wenn du wüsstest, dass du in Wirklichkeit überhaupt nicht von der Gesellschaft und dem Weltgeschehen abhängig bist? Würde sich daraus nicht eine gänzlich neuartige Perspektive mit ungeahnten neuen Möglichkeiten für dein Leben ergeben? Gefällt dir unsere Arbeit? Dann abonniere gerne unseren Newsletter und folge unseren Kanälen auf Telegram, Facebook und YouTube.
und unterstütze uns gerne durch einen Wertschätzungsbeitrag. Mehr erfährst du auf wahrer-weser.de.